Moin liebe Ali- und Tackle-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um zwei Purlur-Routen, zwei neue. Ich habe hier die Envia Max als Travel-Route, als Reiseroute. Purlur hat, ja, nach dem Erfolg kann man sagen, der beiden Ajing und der Egging-Route noch 6 verschiedene Modelle an Reiserouten nachgeschoben. 2 davon liegen hier auf dem Tisch. Es gibt insgesamt 3 Fast und 3 Moderate Fast. Ich habe hier einmal die 736 LS, also eine 6-fach geteilte Light-Route Spinning, und die 606 MH als Casting-Variante. Und ja, die guten Stücke kommen hier in kleinhandlichen Futteral. Packmaß ist wirklich sehr schön und handlich aufgrund der 6-fach-Teilung. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Route einfach mal oder die Routen einfach mal kurz an und machen dann ein kleines Unboxing. Wie auch die zweifach geteilten haben wir 30T Toray Carbon und verbaut sind Alconite Ringe mit Titanium Frame, allerdings von DKK, also keine Fuji Beringung. Die schimmern auch so leicht bläulich. Schauen wir uns aber jetzt gleich nochmal direkt an. Ja, 6-fach-Teilung, das heißt, wir können die Route im Urlaub oder wo auch immer zu je 3 teilen lassen und können sie dann behandeln wie eine Standard zweifach geteilte und können, gerade wenn die Route geriggt ist, das wesentlich komfortabler und besser im Mietwagen oder sonst wo handeln und verstauen. Also wir können dann einfach 3 Teile zusammenlassen und die andere Hälfte dann auch in einer Dreifach-Teilung und haben dann quasi eine zweifach geteilte und können das ja ganz normal zusammenpacken, im Routenschutz oder mit Klettbändern zusammen machen, mit Gummibändern, whatever, und können das dann so super handeln. Ja, das ist das Händelstück hier. Ihr seht also wirklich schön klein und handlich. Wir haben hier hinten, wie auch bei der Standardversion, das Purlur-Logo und dann einen geteilten Carbongriff, Vollcarbon. Übergang hier zum Trigger, sehr sauber und passgenau. Dann hier den Custom Wheel Seat aus Carbon. Und dann hier das Rollenschraube mit EVA und Purlur eingestanzt und hier oben dann Aluminium. Zweite Teil, Envia Max. Auch nochmal das Modell. Kein Ring verbaut. Steckverbindung extrem passgenau und eng. Dann das dritte Teil, beziehungsweise von oben aus gesehen das vierte Teil. Steckverbindung und hier der erste Ring. Ihr seht Titanium Frame, DKK, und die Einlage schimmert so, ja, blau, Anthrazit. Auch hier die Steckverbindung. Wieder sehr eng und ihr seht, dass sie komplett fasst. Also wir haben hier keinen Platz mehr in der Steckverbindung, die geht wirklich gleich direkt rein, sitzt aber wirklich sehr stramm und fest. Also da wackelt jetzt nichts oder sonstiges. Die ist wirklich sehr tight, die Steckverbindung. Nächstes Stück, das ist dann quasi das dritte Stück von oben aus gesehen. Das zweite Stück von oben. Wir haben insgesamt 9 Ringe und dann das Endstück. Und auch hier wieder die Steckverbindung bis zum Schluss.
Ja, und durch diese wirklich sehr engen Steckverbindungen hat man wirklich gar nicht mehr das Gefühl, dass man eine sechsfach geteilte Route in der Hand hat, hier in der Biegekurve, in der Aktion. Ihr seht, es ist wirklich eine Fast Action, also nicht so wie die Aggie oder Ajing Route, dass da wirklich eine weiche Spitze ist, sondern die hier ist wirklich, ja, eine Fast Aktion, sehr allroundig, also ein ganz anderer Charakter als die zweifach geteilten Routen. Preislich liegt sie, ich glaube, außerhalb vom Sale so bei 80 Euro. Im Sale kann man sie, ja, 55, 60 Euro, dafür kann man die auf jeden Fall bekommen. Dann gucken wir uns noch mal kurz die Spinning an. Die hat die Besonderheit, oder gerade das Modell hier, dass sie einen Carbon-Zolle-Tip hat. Ja, optisch tut sich da natürlich nicht viel, deswegen gehen wir jetzt nicht nochmal komplett auf die ganze Route ein. Haben hier natürlich als Startring einen Spinning-Ring und auch hier sieht man wieder die KK und auf der anderen Seite Titanium. Und hier dann das Spitzenteil, von oben gesehen das erste Teil, also ihr seht, es ist immer durchnummeriert. Und ab hier ist dann der Solid Tip eingesetzt. Und dann habt ihr die wirklich relativ feine Spitze, aber schon auch mit einer Fast Aktion, also nicht zu wabbelig, aber schon sensibel. Wurfgewichtstechnisch ist die Route angegeben mit 1,5 bis 8 Gramm. 1,5, ja, vielleicht Kopfgewicht. Und nach oben hin würde ich ihr sogar vielleicht einen Ticken mehr zutrauen. Also vielleicht irgendwo, ja, ich sag mal Wohlfühlgewicht 3 bis 10 Gramm. Das passt, glaube ich, ganz gut. Zumindest jetzt trocken. Und auch hier die Steckverbindung nochmal. Ihr seht, da ist dann kein Spiel, keine Luft mehr, kein Platz mehr. Also die greift wirklich in eins über. Dann seht ihr hier auch nochmal ein bisschen die Aktion vorne, den Solid Tip mit der mit der sensiblen Spitze und hier hinten ist dann direkt knackiges Backbone angesagt. Ja, und in Summe denke ich, bekommt man für 50, 60 Euro ziemlich viel Route geboten, die optisch wirklich ein Hingucker ist. Sehr schön, Materialien sauber verarbeitet. Mit der Spinning-Variante ist man ein bisschen finessiger unterwegs, währenddessen man mit der Casting-Variante und dem Wurfgewicht 4 bis 20 Gramm, was ich im Übrigen der Route auch so zutraue, ziemlich viel abdeckt und sehr allroundig unterwegs ist. Ja Leute, das war's. Kurzer Eindruck und Einblick der neuen Reiseroutenserie NVIA Max vom Purlur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer Tight Lines, dicke Fische, hoffentlich wenig Schonzeit. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.